Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Landlust Design. Wadikap Pipi, Wadikap Tukon. Heute, hatte ich euch ja versprochen, bringe ich wieder mein Garten-Update. Ich hole ein bisschen was nach von letzter Woche, aber ich hoffe, ihr könnt es verkraften, dass ein Garten-Update ausgesetzt wurde. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Garten-Update für diese Woche. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video und würde mich natürlich freuen, wenn ihr mein Video wieder zahlreich kommentiert, liked und teilt. Und natürlich freue ich mich über jedes neue Abonnent. Und ja, jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Ja, heute melde ich mich einfach aus einem, sage ich mal, bisschen verregneten Tag. Wir hatten heute Morgen schon Regenschauer, nichts Festes. Es hat, sage ich mal, wahrscheinlich für 15 Minuten, 20 Minuten geregnet. Sagt man, der Natur hat es sicherlich ein bisschen gut getan, aber den Pflanzen, ob das genug für die ist, bezweifle ich. Aber ich sag mal, für die Früchte, die da kommen, tut der Regen doch auch ein bisschen gut. Und ja, bin gespannt. Es ist immer noch so wolkenverhangen. Wenn ich auf die Wetter-App schaue, sollte eigentlich noch was kommen. Bin ich mal gespannt, was der Tag so noch hergibt. Ich würde sagen, ich erzähle euch ein bisschen, was sich so eben die letzte Zeit hier im Garten getan hat. Das ist wieder nicht viel. Ihr wisst ja, ich war mit Aufräumarbeiten beschäftigt, von den Sturmschäden noch. Bin es auch immer noch, bin hier im hinteren Bereich vom Grundstück immer noch ein bisschen dabei. Aber ja, wollte euch ein bisschen zeigen, was sich so verändert hat, was es Neues gibt. Und ja, ich denke, wir legen da jetzt einfach mal los. Die Mangos habe ich alle komplett noch nicht so ganz abernten können. Sind nach wie vor welche an den Bäumen. Das freut mich natürlich. Kann immer noch ein bisschen wieder was davon naschen. Ich zeige euch da jetzt mal die Mangos hier an dem Baum, würde ich sagen. Ihr seht da hängen noch ein paar, die noch nicht reif sind. Also eine ist reif, die habe ich schon entdeckt. Die werde ich mir nachher noch abnehmen. Der Baum hat so ziemlich seine Mangos jetzt alle verloren. Da sind noch ein paar dran, die auch noch nicht reif sind. Die werde ich mir dann auch noch holen. Dann an dem Baum, wo die großen Mangos sind, der hat auch noch Früchte. Da hängen noch ein paar, die sind aber auch noch nicht reif. Sobald die denn reif sind, werde ich mir die auch runterholen vom Baum und werde die mir natürlich auch noch schmecken lassen. Ja, was sich sonst noch so getan hat, sind meine Limetten natürlich, wisst ihr ja. Die kommen jetzt wirklich zahlreich, also ja, bin da wirklich sehr zufrieden. 100, 200 wird wahrscheinlich nicht reichen an Früchten. Ich zeige euch den Baum mal, dann könnt ihr da mal sehen, wie das so aussieht. Das ist ja jetzt der Limettenbaum. Und da seht ihr eben, sind zahlreiche Früchte dran. Also ja, das wird eine ordentliche Ernte geben, denke ich, dieses Jahr jetzt wieder. Meine anderen 3 Limettenbäume, die haben nur vereinzelt, also wenig Früchte dran. Da kann ich aber sicherlich auch noch ein bisschen was von holen. Die sind aber auch noch nicht in der Größe, dass man sie essen kann. Aber hier von dem Baum, da habe ich schon zahlreiche schon geholt. Habe mir da mein Wasser mit Limettensaft draus gemacht. Und ja, also ich mag das so gerade eisgekühlt, wenn man das dann trinkt. Das ist einfach ja, wirklich sehr erfrischend für mich.
was sich auch noch verändert hat, beziehungsweise wo ich jetzt auch wirklich zufrieden und stolz bin. Ihr kennt ja den Feigenbaum, den ich damals mal von einem Absenker aus, sage ich mal, hochgezogen hatte. Der wächst wirklich wunderschön und hat jetzt innerhalb kürzester Zeit auch schon Früchte bekommen. Bin jetzt gespannt, ob er die Früchte hält. Mein anderer Feigenbaum, der hat teilweise die Feigen schon abgestoßen, ohne dass sie reif waren. Aber der hier, der hat jetzt auch wirklich schon einige Feigen bekommen. Ich würde euch den Feigenbaum gern mal zeigen. Den Feigenbaum kennt ihr ja. Den hatte ich eben von einem Absenker her hochgezogen gehabt. Und wenn ihr da seht, da kommen schon einige Feigen, die er da trägt. Und oben treibt er auch schon wieder neue aus. Also ja, da kann ich wirklich sehr zufrieden sein, meiner Meinung nach. Der andere Feigenbaum, wie gesagt, der verliert komischerweise die Früchte, obwohl die Blätter alle wunderschön grün sind. Ich vermute, dass es da auch durch die Hitze, dass da irgendwie ein Nährstoffmangel ist, dass er denn die Früchte da abstößt. Also er hat jetzt aktuell noch welche dran, aber ja, bin gespannt, ob er die jetzt auch mal dran behält und ich da vielleicht jetzt bald auch mal ein paar von essen kann. Mal schauen. Ja. Ich zeige euch den anderen Feigenbaum mal noch. Das ist eben der andere Feigenbaum. Da seht ihr hier jetzt eben ein paar Feigen dran. Ich hoffe, dass er die jetzt dran behält und nicht abstößt. Da auch. Ja, ich bin gespannt, wie sich die Früchte da jetzt weiterentwickeln. Bin ich gespannt drauf. Mal schauen, was passiert. Jetzt stehe ich hier neben einem Kanunbaum. Die Kanunfrüchte, also die Jackfruit, die wächst auch noch. Da habe ich auch noch einige Früchte jetzt auch an dem Baum, wo ich es eigentlich recht interessant finde, weil die schmecken eigentlich auch sehr gut. Ich habe auch da jetzt schon eine weggenommen, die ich nachher mit zum Neffen mitnehmen möchte. Und es hängen noch zwei, da freue ich mich dann auch schon drauf. Ich zeige euch mal jetzt die zwei Jackfruit-Früchte noch. Da seht ihr jetzt die zwei Früchte, die sind noch nicht reif. Und die hier unten, die habe ich mir schon weggemacht. Die ist reif, die werde ich jetzt nachher mitnehmen zum Neffen. Und dann denke ich, werden wir sie dort dann essen. Ja, ich werde jetzt eben, wenn ich hier euch das Video vorbereitet habe, werde ich nachher zum Neffen fahren. Werde beim Neffen noch zwei Lampen anbringen mit einem Lichtschalter und zwei Steckdosen. Der Neffe hat ein bisschen umgebaut und möchte da ein bisschen helfen. Dann hat er da eine Freude dran. Er hilft mir im Gegenzug, hat er mir versprochen, bei der Sitzgelegenheit, die hinten bei uns auf dem Grundstück entstehen soll. Und ja, denn wie immer wäscht eine Hand die andere. Ja. Ansonsten habe ich natürlich meine Passion Fruit wieder hier ein bisschen zurechtgeschnitten, sage ich mal, weil die war natürlich auch schon wieder durch den Regen jetzt ordentlich am Austreiben. Ich zeige euch das mal kurz, das Rondell, wo die Passion Fruit rumwächst. Seht ihr ja hier. Habe ich wieder beschnitten. Das sieht wieder soweit okay aus. Denn hier mein Farangenbaum, der wächst auch gut, aber leider keine Früchte im Moment. Bin gespannt, ob da jetzt noch was kommt oder nicht. Dann seht ihr hier ja die Feigen, die ich angesetzt hatte. Hier den Lamut, den Chico aus den Philippinen. Hier noch die Melonen, die, wie gesagt, hatte ich euch ja im letzten Video schon gesagt, zwar Blüten haben, aber komischerweise kommen da keine Früchte dabei raus. Auch in dem Video, falls ihr da Ideen habt, an was das liegen könnte, schreibt es mir gerne einfach in die Kommentare. Ja, aus dem Rondell habe ich im letzten Video, habt ihr ja gesehen, die Chili abgeerntet. Habe dann noch zwei Auberginen rausgenommen.
Die sind bereits gegessen. Das war sehr lecker. Ja. Das ist so, was sich hier im Rondell so getan hat. Und ich würde sagen, ich laufe mal weiter, zeige euch dann noch den Rest ein bisschen. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front. Zeige euch auch noch, was jetzt auch wieder anfängt zu wachsen, würde ich euch auch kurz zeigen. Was hier jetzt kommt, ist Kurkuma. Das kommt jedes Jahr zur Regenzeit wieder neu. Anfangs dachte ich immer, ist alles tot, ist alles abgestorben. Meine Frau hat dann gesagt, nein, 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 warte ab bis zur Regenzeit, dann treibt das alles wieder neu aus. Meine Frau nimmt sich da immer was mit in die Schweiz. Und ich denke, wenn sie jetzt dann im August kommt, wird noch was für sie übrig sein. Kann sie was mitnehmen in die Schweiz, dann hat sie da auch wieder Freude dran. Ansonsten kennt ihr ja meinen Papayabaum, der eigentlich wunderschön wächst. Zumindest einer von den 4, die es noch sind. Den zeige ich euch auch mal noch. Hier seht ihr jetzt meinen Papayabaum, Malacor. Ja, der wächst wirklich wunderschön. Ich vermute, dass das daran liegt, dass der so ein bisschen im Halbschatten steht, dass der so gut wächst. Bin gespannt, wann ich da die ersten Früchte dann mal ernten kann. Da warte ich jetzt eigentlich auch nur noch drauf. Ja, von meinen Rambutanbäumen, also da tut sich nicht mehr viel. Ich habe jetzt an einem Baum noch eine Frucht dranhängen, die Gott sei Dank nicht abgefallen ist. Bin gespannt, ob ich wenigstens eine Frucht ernten kann. Das ist so, was bei den Rambutanbäumen im Moment passiert. Sie treiben zwar neu aus, sie bekommen auch noch mal Blüten, habe ich gesehen. Bin gespannt, ob da noch was kommt jetzt oder nicht. Wenn jetzt der Regen einsetzen sollte mal, dann könnte es sein, dass da vielleicht sogar noch was kommt. Dann denke ich mir, was ich euch spare zu zeigen, ist einfach meine Tomaten, weil die sehen, wisst ihr ja, nicht mehr so schön aus. Und ich habe das neue Randgerüst, habe ich jetzt gestern bekommen. Ich denke, wenn ich das dann aufstelle, da werde ich dann ein gesondertes Video davon machen. Soll keine Werbung werden von dem Gerüst, aber einfach, ja, könnt ihr dann mal schauen, ob der Standort denn auch so richtig ist. Und eben, ich will dann noch die Töpfe dann dort schon mal positionieren und dann schon mal neue Samen aussehen. Und dann hoffe ich, dass da was kommt. Genauso mit den Gurken. Ich habe zwar bei den Gurken noch Früchte dran jetzt, also sind noch Gurken dran. Die sind natürlich aber auch bei der Hitze und ja, bin jetzt da auch noch nicht ganz überzeugt von dem Standort dort. Aber ich denke, dass ich da auch noch mal sicherlich neue Gurken aussehen werde und eventuell dann auch vielleicht bei dem neuen Randgerüst oder vielleicht kaufe ich mir dann auch noch mal ein Randgerüst und werde das dann auch so ein bisschen in den Halbschatten stellen. Muss ich dann einfach mal schauen, wie ich das mache. Aber ich denke, ja, das macht jetzt keinen Sinn, wenn ich euch die toten Tomatenbäume zeige. Ich werde das eben dann in einem gesonderten Video das Gerüst abbauen alles und werde dann das neue aufbauen und lasse euch da dann einfach ein bisschen zuschauen. Ja, deswegen würde ich sagen, ich gehe jetzt mal noch nach vorne auf dem Grundstück und zeige, was sich da so getan hat. Dann könnt ihr da noch ein bisschen schauen. Vorne wisst ihr ja, ist das Thema Blumen groß und meine Kokosnusspalmen. Ich zeige euch mal kurz, was sich hier auf der einen Seite so getan hat. Habe ich euch ja erzählt gehabt, dass ich da ein paar Blätter noch von den Palmen abschneiden musste, weil die abgeknickt waren beim letzten Sturm wieder. Ich würde sagen, ich schwenke einfach mal kurz rum. Könnt ihr mal sehen, wie es jetzt so aussieht mit den Kokosnusspalmen. Also bei denen ist eigentlich nicht viel passiert. Denn hier ja das neue Gerüst,
Das habt ihr ja in meinem Sonntagsvideo gesehen, als ich das aufgebaut habe. Denn meine Buchsbäume, die ich ja wieder ein bisschen gepflegt habe. Denn hier die Kokosnusspalmen, die haben ein bisschen gelitten eben, haben aber noch genügend Blätter meiner Meinung nach. Was sehr gut wächst, sind die Palmen hier. Die haben jetzt einen riesigen Schub gemacht, meiner Meinung nach. Falls Günther zuschaut und mir mal sagen kann, wie die heißen, das wäre toll. Ich weiß es nicht. Ja, also ihr seht, vorne auf dem Grundstück ist schon wieder sauber. Da habe ich soweit die ganzen Beikräuter entfernt, habe die Kokosnusspalmen wieder die Blätter gut beschnitten und ja, die Buchsbäume alle wieder auf Vordermann gebracht. Also vorne bin ich soweit eigentlich durch. Dann für die Fans von den gelben Trompetenblumen, die sind vorne wieder richtig am Kommen. Hinten haben sie durch meinen Formschnitt, wo ich da gemacht habe, jetzt müssen sie erst wieder Blüten bilden, aber vorne kommen wieder wunderschöne Blüten. Ich zeige euch das mal kurz. Da seht ihr eben, da kommen wieder zahlreiche. Vorne vorm Tor auch. Denn hier der Baum bekommt jetzt wieder Blüten. Der auch wieder. Dann die Blumen, die fangen jetzt da wieder an zu blühen. Die hier auch. Ja, im vorderen Bereich habe ich noch 2 Bäume, beziehungsweise einen Baum, den ich noch umsetzen muss, der auch durch den Sturm ordentlich gelitten hat. Den will ich jetzt aus dem Topf eigentlich rausnehmen und in die Erde einpflanzen. Da muss ich mal schauen, da brauche ich dann mal kurz eine halbe Stunde Hilfe von jemand, der mir dann hilft, da den Baum darüber zu tragen und dann einzupflanzen. Ich will den mit einem Bambus erstmal verstärken, bis er dann vernünftig angewachsen ist. Then don't pretend that everything's okay. Don't string me along the way you do. Heute Morgen musste ich wieder was Unerfreuliches hier feststellen bei uns vorm Grundstück. Ich habe schon am Morgen schon die Motorsäge kreischen gehört und ja, bei meinem morgendlichen Rundgang habe ich dann schon von weitem gesehen, dass es bei uns vor dem großen Tor, was ich ja vor ein paar Tagen erst 2-3 Tage erst wunderschön aufgeräumt hatte, die ganze Straße gekehrt hatte. Ja, und jetzt zeige ich euch mal, wie es jetzt aussieht. Es ist wirklich traurig. Mich ärgert sowas einfach. Wenn ihr jetzt seht, hier ist ein Baum gefällt worden, dort. Und es ist einfach alles liegen geblieben bei uns. So sieht jetzt meine Einfahrt hier aus. Ich habe ja grundsätzlich nichts dagegen, wenn, ist ja nicht mein Grundstück, wenn auf der anderen Seite vom Grundstück ein Baum umgemacht wird. Ich habe einfach dann ein Problem damit, wenn das dann irgendwie einfach nicht vernünftig aufgeräumt wird. Ja, da bin ich irgendwie, muss dann mal mit der Nachbarin noch reden, weil das finde ich einfach nicht schön. Ja, aber so, viele denken hier einfach nicht nach. Da wird einfach ein Baum umgefällt, ja, aufgeräumt wird einfach nicht. Aber ja, ist einfach, das ist der kleine Unterschied zwischen Europäer und Thailänder. Ich hätte da einfach sauber gemacht, aber ja. Jetzt, sobald die Nachbarin kommt, möchte ich mit ihr mal darüber sprechen. Ja, das ist so das, was ich hier, sage ich mal, die letzten 2 Wochen, weil das letzte Garten-Update ist ja ausgefallen, was sich hier so getan hat. Ihr seht, das hat sich nicht so viel verändert. Der Rambutan, also Ngo, das lässt noch ein bisschen auf sich warten. Ich bin gespannt, wie gesagt, wenn da jetzt der Regen einsetzt, ob da doch noch Früchte kommen. Lasse ich mich überraschen.
Mangos, die habe ich nach wie vor noch, kann ich nach wie vor noch davon essen. Habe auch noch draußen auf dem Land noch Mangos. Da habe ich heute Morgen auch schon geschaut. Da werde ich wahrscheinlich die nächsten 2 Tage noch mal ernten können. Hier zu Hause, habe ich euch ja gesagt, habe ich auch noch diverse Früchte, die ich heute noch mitnehmen werde oder abnehmen werde. Und ansonsten die Limetten, die kommen wunderschön. Und von meinen Tomaten und Gurken, da wird es dann wahrscheinlich in den nächsten Garten-Updates was zu sehen sein. Aber da möchte ich euch eben mit euch zusammen zuerst das neue Rankgerüst dann aufbauen. Und insofern das dann was taugt, ich habe es schon ausgepackt, das sieht nicht schlecht aus meiner Meinung nach. Schau mir das jetzt einmal an, wenn es steht. Wenn das alles so steht und das vernünftig ist, werde ich mir da sicherlich noch mal eins zulegen. Denn auch sicherlich noch mal für die Gurken, weil ich Gurken dann einfach zusätzlich auch noch mal welche anpflanzen möchte. Und dann natürlich wieder Tomaten und Langbohnen. Und dann suche ich mir da eben ein schönes Plätzchen hinten so im Halbschatten. Und da möchte ich das dann aufstellen und bin ja dann auch mit dem Rankgerüst da relativ flexibel. Das heißt, ich könnte da auch noch mal relativ schnell umstellen, wenn ich das möchte. Ja, das ist einfach so, was sich hier so die letzte Zeit getan hat. Also Kanonen, Limetten, Mangos, Rambutan hoffe ich bald, dass da was kommt. Und ansonsten hat sich hier noch nicht viel getan. Aber ja, ich denke, das habt ihr ja soweit denn jetzt gesehen. Dann sage ich jetzt an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wie gesagt, ich war euch dankbar, wenn ihr mir bezüglich den Melonen da mal was schreiben könnt, was das mit den Melonen sein kann. Warum die zwar Blüten bekommen, aber keine Früchte. Ich weiß nicht, ob ich die auch selbst befruchten muss. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr da für Ideen habt. Und ja, ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr noch zahlreiche Tipps für den Standort bezüglich den Gurken, Tomaten, Bohnen habt. Ich sage wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Und bis dahin sage ich Tschüss, euer René aus Thailand. Macht's gut. Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff